Hallo zusammen, wir häkeln heute mit euch so einen Sommertop. So schaut das Ganze aus. Das ist die Größe XSS. Für das Oberteil verwende ich Cotton Soft Wolle, Lauflänge 50 Gramm, 150 Meter. Man braucht ungefähr 80 Gramm Wolle und ich verwende Haken Nummer 4. Also ich wünsche euch viel Spaß beim Häkeln. Wir schlagen insgesamt 29 Luftmaschen an. Dazu gehe ich mit dem Haken unter den Faden, ziehe diesen hoch, drehe den Haken einmal so komplett um, halte den Faden hier unten fest und häkle die erste Luftmasche. Und dann weitere 28 Luftmaschen anschlagen. So, jetzt häkeln wir Stäbchen in der ersten Reihe. In die vierte Luftmasche steche ich ein. Also Umschlag, in die vierte Luftmasche einstechen, Faden holen, die ersten 2 Schlingen durch, die zweiten 2 Schlingen durch, das ist ein Stäbchen. Und jetzt häkeln wir in jede Luftmasche jeweils ein Stäbchen. Das sind dann insgesamt 27 Stäbchen, also 3 Luftmaschen. Zählen wir dazu. Und so häkeln wir in jede Luftmasche jeweils ein Stäbchen. So, jetzt häkeln wir die zweite Reihe. Ich beginne mit 3 Luftmaschen. Wende das Ganze und jetzt häkeln wir hier an den ersten 5 Maschen Reliefstäbchen. Also ich mache einen Umschlag, jetzt gehe ich hier, steche ich ein, ganz normal, hier ist das erste Stäbchen, hier steche ich ein, ich habe hier diese 2 Schlingen. Jetzt gehe ich von hinten nach vorne, steche ich auch ein, ich habe jetzt praktisch diese 4 Schlingen auf meine Häkelnadel. Jetzt hole ich den Faden hier durch und häkle ganz normal ein Stäbchen. Jetzt mache ich das gleiche bei dem nächsten. Ich bin jetzt bei dem zweiten Stäbchen, steche ich hier ein. Das sind diese 2 Schlingen und bei dem nächsten steche ich auch ein. Also jetzt habe ich 4 Schlingen auf meine Nadel. Ich habe Umschlag vergessen. Also bei dem zweiten Stäbchen und bei dem dritten so einstechen. Faden holen, Stäbchen häkeln. Jetzt bin ich bei dem dritten Stäbchen, hier einstechen und dann sofort bei dem vierten Stäbchen Stäbchen häkeln. Und jetzt noch einmal Umschlag, hier einstechen und dann sofort in die nächste Masche. So, und auf der Seite schaut es dann so aus. So, also wir haben hier am Rand 5 Stäbchen und auf der anderen Seite auch 5 Stäbchen und in der Mitte häkeln wir jetzt 17 normale Stäbchen. Also Umschlag, in das 6. Stäbchen hier steche ich ein und häkle das erste Stäbchen und dann weitere 16 Stäbchen noch. Also insgesamt 17 Stäbchen häkeln wir jetzt, ganz normale Stäbchen. Bis wir auf der anderen Seite ankommen. So, jetzt bin ich hier am Ende der Reihe. Da häkeln wir auch die Reliefstäbchen. Also Umschlag. Ich steche hier nochmal ein, wo ich das letzte Stäbchen gehäkelt habe und gehe in das erste Stäbchen von 5 auch nochmal rein. So, nochmal ein Umschlag. Jetzt bin ich bei dem 5. Stäbchen, da steche ich erst ein und dann in das 4. Stäbchen. Hier steche ich ein. Ich habe immer diese 4 Schlingen auf der Nadel. So, jetzt in das 4. Stäbchen und dann in das 3. Stäbchen.
Jetzt in das dritte, in das zweite. Und jetzt hier das letzte Stäbchen häkle ich einfach zwischen den beiden Maschen. So, jetzt drehe ich einmal um. Und wir sehen hier diesen Rand. So, die nächste Reihe beginne ich mit 3 Luftmaschen. Wende das Ganze. Jetzt häkeln wir am Anfang hier auch wiederum unsere Reliefmuster. Also das ist die rechte Seite von dem Muster. Und deswegen steche ich jetzt von hinten rein, damit ich dieses Muster von vorne dann zu sehen habe. Ne? Auf der Seite haben wir von vorne eingestochen und wenn das Muster vorne ist, müssen wir von hinten einstechen. Also hier gehe ich rein. Ich habe jetzt 2 Schlingen und dann sofort hier auch, also 4 Schlingen auf der Nadel, Faden durchziehen, ein Stäbchen häkeln. So. Nochmal ein Umschlag, ich gehe in das zweite Stäbchen rein und dann in das dritte Stäbchen. Jetzt nochmal in das dritte Stäbchen einstechen, in das vierte. Jetzt nochmal in das vierte erst und dann in das fünfte. Jetzt haben wir 5 Maschen gehäkelt und Reliefmuster schaut nach vorne. Jetzt häkle ich 17 Stäbchen, in jedes Stäbchen jeweils ein Stäbchen. So, 17 Stäbchen habe ich jetzt gehäkelt. Jetzt häkeln wir wiederum diese Reliefstäbchen. Also Umschlag, ich gehe erstmal in das Stäbchen, in das letzte Stäbchen, wo ich die letzte Masche gehäkelt habe. Da steche ich ein und dann steche ich in das fünfte Stäbchen ein. So, Faden holen und ein Stäbchen häkeln. Jetzt wiederholen wir das Ganze. Umschlag in das fünfte Stäbchen steche ich ein und dann in das vierte. Jetzt in das vierte, dann in das dritte Stäbchen. Immer diese 2 Schlingen von einer und bei der anderen Masche. So, jetzt steche ich in das dritte Stäbchen und dann in das zweite. Und jetzt häkle ich hier zwischen den beiden Maschen das letzte Stäbchen. Also 5 Reliefstäbchen haben wir jetzt gehäkelt. So schaut es aus. Jetzt beginne ich die nächste Reihe. So, jetzt haben wir unser Muster von hinten. Deswegen häkeln wir das Muster von vorne. Also wir haben hier hinten das Muster. Und wir häkeln die Stäbchen aber von vorne. Hier wieder in das erste Stäbchen einstechen, dann in das zweite. In das zweite, dann in das dritte Stäbchen einstechen. So, jetzt in das dritte und dann in das vierte. So, jetzt in das vierte, dann in das fünfte Stäbchen. So 5 Stäbchen haben wir gehäkelt und das Muster hier ist, die Rippe ist hinten. Jetzt häkeln wir wiederum 17 Stäbchen. In jedes Stäbchen jeweils ein Stäbchen häkeln. Jetzt bin ich am Ende der Reihe und hier genau das gleiche. Also Reliefstäbchen, 5 Stück, ein Umschlag. Erstmal hier in die 17. Masche einstechen und dann in das 5. Stäbchen oder in das erste, je nachdem. So, ein Stäbchen häkeln, dann steche ich in das 5., dann in das 4. Stäbchen. So, jetzt in das 4., dann in das 3. Stäbchen. 1, 2 in das 3. Stäbchen, dann in das 2. Stäbchen. So,
So, und die letzte Masche häkle ich hier zwischen den beiden. Und auf diese Weise häkelt man immer diesen Rand, das bleibt immer gleich. So, die nächste Reihe beginne ich mit 3 Luftmaschen. Wende das Ganze. Jetzt haben wir das Muster vorne und wir stechen von hinten ein. Also hier in das erste Stäbchen, dann in das zweite, in das zweite Stäbchen, dann in das dritte, in das dritte, dann in das vierte Stäbchen. So, in das vierte und in das fünfte Stäbchen. So, wir haben 5 Reliefstäbchen. So, jetzt machen wir Folgendes. Jetzt fangen wir mit den Büschelmaschen an. Und zwar, ich überspringe hier 2 Maschen. Also wir haben hier 5 Stäbchen, also 2 Maschen überspringe ich in die dritte Masche, 1, 2, in die dritte Masche häkle ich jetzt Büschelmaschen. Umschlag, einstechen, Faden holen, lang ziehen. Also ungefähr, dass man auf diese Höhe von den Stäbchen kommt. Dann den zweiten Umschlag, Faden holen, lang ziehen. Den dritten Umschlag, Faden holen, lang ziehen. Den vierten Umschlag, Faden holen, lang ziehen. Also ich habe jetzt 4 Umschläge gemacht. Ich finde, bei der Wolle passt das, reicht es. Wenn es für euch zu wenig Volumen hat, kann man noch ein paar weitere Umschläge häkeln. Durch alle Schlingen durchziehen und jetzt eine Luftmasche. Jetzt noch mal eine Luftmasche und in dieselbe Stelle häkeln wir die zweite Büschelmasche. Den ersten Umschlag genau hier wieder einstechen, Faden holen, lang ziehen. Den zweiten Umschlag, Faden holen, lang ziehen. Den dritten Umschlag, Faden holen, lang ziehen. Und den vierten Umschlag, Faden holen, lang ziehen. Durch alle Schlingen jetzt durch und eine Luftmasche. Schön zusammenziehen. So schaut es aus. Wie gesagt, man kann mit 4, 5 oder 6 Umschlägen häkeln, so wie es einfach einem passt. So, ein Umschlag. Jetzt überspringe ich ein Stäbchen, in das zweite Stäbchen häkle ich ein Stäbchen. So, jetzt überspringe ich eine Masche hier und in die nächste Masche häkle ich wieder 2 Büschelmaschen. Also Umschlag, einstechen, Faden holen, lang ziehen. Den zweiten Umschlag, den dritten Umschlag und den vierten Umschlag. So, durch alle Schlingen durch, eine Luftmasche, zusammenziehen und nochmal eine Luftmasche häkeln. Und in dieselbe Stelle häkle ich die zweite Büschelmasche. Den ersten Umschlag, den zweiten Umschlag, den dritten und den vierten Umschlag. Durch alle Schlingen durch, schön zusammenziehen. So, jetzt wiederholen wir das Ganze. Eine Masche überspringen, in die nächste häkle ich ein Stäbchen. Eine Masche überspringen, in die nächste häkle ich wieder 2 Büschelmaschen. So, und die zweite Büschelmasche. Eine Masche überspringen, in die nächste ein Stäbchen häkeln.
und so schaut es aus. Also dreimal haben wir gehäkelt. Jetzt häkeln wir noch eine Büschelmasche. Also hier eine überspringen, hier häkeln wir nochmal das gleiche. So schaut es aus. Also ich habe 4 solche Elemente gehäkelt. So, jetzt überspringe ich 2 Stäbchen und jetzt häkeln wir unseren Rand. Also ich habe das Muster von hinten, von vorne, deswegen steche ich von hinten ein. Und ich gehe erstmal hier an der Masche steche ich ein. Das ist die 17. Und dann an der 5. So. Jetzt steche ich bei dem 5. Stäbchen, dann bei dem 4. Bei dem 4. Dann bei dem 3. Bei dem 3. Bei dem 2. und am Rand hier zwischen. Und so schaut das Ganze aus. So, die nächste Runde beginne ich genauso. 3 Luftmaschen. Das Muster haben wir von hinten, also ich häkle von vorne das Reliefmuster. So, 5 Maschen haben wir gehäkelt. Jetzt wiederholen wir unsere Büschelmasche hier zwischen, also Umschlag hier zwischen einstechen, Masche lang ziehen, den 2. Umschlag, den 3. und den 4. Umschlag. So, alle Schlingen durch, schön zusammenziehen und eine Luftmasche. Und jetzt die zweite Büschelmasche. 1, 2, 3, 4. So, jetzt haben wir hier ein Stäbchen. Jetzt häkeln wir aus einem Stäbchen 2 Stäbchen. So, das erste Stäbchen und in dieselbe Stelle einstechen, nochmal das zweite Stäbchen häkeln. So, jetzt wiederholen wir das Element mit den Büschelmaschen und hier in das Stäbchen 2 Stäbchen. Das Element mit den Büschelmaschen, in das eine Stäbchen dazwischen häkeln wir 2 Stäbchen. Und dann häkeln wir die Reliefmaschen am Ende der Reihe. So, jetzt häkeln wir die 7. Reihe. Ich habe bereits den Rand und Büschelmaschen gehäkelt. Jetzt haben wir hier diese 2 Stäbchen und ich häkle jetzt in jedes Stäbchen jeweils 2 Stäbchen, sodass wir insgesamt 4 Stäbchen haben. Also ein Stäbchen, da nochmal einstechen, das zweite Stäbchen. Jetzt in das zweite Stäbchen auch 2 Stäbchen häkeln. Und so, dass wir insgesamt jetzt 4 Stäbchen haben. Und dann wiederholen wir hier Büschelmasche, 4 Stäbchen, Büschelmasche, 4 Stäbchen, Büschelmasche und den Rand. So, die 8. Reihe häkeln wir genauso. Also wir fangen mit Randmaschen an, häkeln hier die Büschelmaschen und hier häkeln wir in jedes Stäbchen ein Stäbchen. Also wir häkeln da keine Maschenzunahme. Also den Rand und die Büschelmasche habe ich gehäkelt und jetzt häkle ich in jedes Stäbchen jeweils ein Stäbchen. Und so häkeln wir, bis wir am Ende der Reihe sind. So, jetzt sind wir in der 9. Reihe. Den Rand und Büschelmasche habe ich gehäkelt. Jetzt haben wir folgendes, jetzt haben wir hier 4 Stäbchen. In die mittleren 2 Stäbchen machen wir die Maschenzunahme. Also ich häkle das erste Stäbchen. So, in das zweite Stäbchen häkle ich die Maschenzunahme. In dieselbe Stelle nochmal einstechen, das zweite Stäbchen häkeln. In die nächste Masche auch die Maschenzunahme, also in die mittleren 2 Maschen.
das erste Stäbchen, nochmal ein Stehchen, das zweite Stäbchen. Und in das letzte Stäbchen nochmal ein Stäbchen. Also wir haben jetzt insgesamt 6 Stäbchen gehäkelt. Jetzt häkeln wir die Büschelmaschen, 6 Stäbchen, also in die mittleren 2 Maschenzunahme, Büschelmaschen, 6 Stäbchen in die mittleren Zunahme, Büschelmasche und den Rand. So, jetzt häkeln wir die 10. Reihe und zwar da häkeln wir ohne Maschenzunahme. Also in jedes Stäbchen häkle ich jeweils ein Stäbchen. Das heißt, ich habe jetzt 6 Stäbchen gehäkelt, wie in der 9. auch. Und jetzt ist es so, dass wir die 9. und die 10. Reihen stets wiederholen. Zeige ich gleich euch auch. So, jetzt sind wir bei der 11. Reihe und zwar, wie gesagt, wiederholen die 9. Und zwar wir wiederholen das mit der Maschenzunahme. Wir haben jetzt 6 Maschen, an den mittleren 2 häkeln wir die Maschenzunahme. Also 2 Stäbchen, das erste Stäbchen, das zweite Stäbchen und in die mittleren 2 Maschen häkle ich die Maschenzunahme. Also aus einem Stäbchen 2 und jetzt in die nächste Masche auch 2 Stäbchen häkeln. Das erste Stäbchen und das zweite Stäbchen. Also hier in der Mitte haben wir 2 Stäbchen zugenommen und die restlichen 2 Stäbchen. Jetzt haben wir statt 6, 8 Stäbchen. 8 Stäbchen. Die 12. Reihe häkeln wir dann ohne Maschenzunahme mit 8 Stäbchen in der Mitte. Und wie gesagt, also diese 2 Reihen wiederholen wir stets und die Maschenanzahl vergrößert sich in jeder zweiten Reihe um 2 Stäbchen. Und ich habe auf diese Weise 28 Reihen gehäkelt. So schaut es bei mir aus. Wie gesagt, jede zweite Reihe nehme ich hier die Maschen zu, so die mittleren, immer in der Mitte, das sind die Reihen mit der Maschenzunahme. Da nehme ich immer in der Mitte die Maschen zu. Und ich habe insgesamt 28 Reihen, also man kann es nach der Größe natürlich anpassen, mehr oder weniger Reihen häkeln. So schaut das Ganze aus. Ich habe dann hier am Ende, ich habe hier in der letzten Reihe dann 24 Stäbchen gehäkelt. Hier zwischen. So, und dann machen wir mit euch noch die Schnürung. Die Schnürung häkle ich hier oben an den oberen Spitzen und auch jeweils an den unteren Spitzen links und rechts. Also ich habe hier die Reihe beendet und jetzt häkle ich hier auch die Schnürung. Das ist der Rand. So, ich habe hier die Schlinge, jetzt steche ich hier nochmal ein und hole die zweite Schlinge. Dann häkle ich beide Maschen durch wie eine feste Masche. Jetzt gehe ich hier in die, also wir haben hier diese Schlinge in der Vorreihe praktisch. Da steche ich ein nochmal, hole den Faden, habe ich 2 Schlingen und häkle wie eine feste Masche zusammen. Jetzt wiederhole ich das Ganze. Wir haben hier diese 2 Schlingen. In die erste oder in die linke steche ich ein, hole den Faden, beide Schlingen durch. Jetzt nochmal in die linke Schlinge einstechen, Faden holen, beide Schlingen durch. In die linke einstechen, Faden holen, beide Schlingen durch. Und auf diese Weise häkeln wir einfach dann die Linie, die wir brauchen. So schaut die Schnürung dann aus. Also hier oben häkle ich dann genauso.
So, also ich nehme mir das Teil hier, nehme ich den Faden, stiche ich ein, häkle erstmal so eine Luftmasche, hole nochmal den Faden, jetzt habe ich 2 Schlingen, beide Schlingen durch. Und jetzt nochmal hier einstechen, beide Schlingen durch. In die linke einstechen, beide Schlingen durch. Und so häkeln wir dann die Schnürung weiter. So, und wir sind dann soweit mit dem Oberteil fertig. Ich wünsche euch viel Spaß beim Häkeln. Macht mit, probiert aus, abonniert meinen Kanal. Schreibt mir auch eure Wünsche oder eure Kommentare, würde mich sehr freuen. Und bis zum nächsten Mal.